Jo, was geht, Freunde? Willkommen zum neuen Video hier. Endlich die Vitrine fertig. Wenn ihr dran bleibt, zeige ich euch, wie ich es eben gemacht habe, okay? Bis gleich. Jo, und da geht das los. Willkommen zurück. Also, meine Idee war natürlich, dass ich dieses System mir wieder zulege, womit ich auch schon meinen Expedit gemacht habe. Das habt ihr gesehen in meinem letzten Video. Und das hat für das Ding auch tipptopp geklappt. Ich hatte ein paar Probleme, aber nur kleine Dinger, deswegen habe ich hier angefangen zu mit Basteln. Die Lichter, wenn man die an die Glasplatten hält, sind einfach zu flach. Dann wäre das Kabel abgeknickt. Das war alles nicht so ganz cool. Deswegen, weil ich noch die Aluminiumfolie hatte und die Pappe, die ich da rumliegen habe. Als Bastler hat man immer was rumliegen, habe ich mir einfach, wie ihr hier sehen könnt, einen Streifen fertig gemacht, ausgeschnitten, zusammengeklappt, damit die Dicke stimmt. Dann habe ich mir die Folie zurechtgeschnitten, wie ich die brauche, einigermaßen breit, damit das vernünftig umgeklappt wird. Seht ihr selber. Keine Raketenwissenschaft. Was hat funktioniert? Das sollte es sein. Einmal ein bisschen fixiert mit doppelseitigem Klebeband. Reingesetzt. Und dann das Ganze auf die Folie umgeklappt. Und wie ihr dann gleich auch schon sehen werdet, passt das Ganze super zur Lampe. Also ich muss sagen, im Endeffekt, das hat gut funktioniert. Aber das seht ihr gleich alles selber. Ich lasse euch mal kurz ein bisschen Geduld alleine. Geht gleich weiter beim nächsten Cut. Ich wollte das ein bisschen detailliert für euch machen. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ja, das sitzt doch. Aluminiumton ist ziemlich gleich. Tipptopp. Da habe ich mir gedacht, wie machst du das fest? Doppelseitiges Klebeband ist ja gut und schön, aber das siehst du. Es gab durchsichtiges Klebeband. Montageband. Das ist so Vinyl, silikonmäßig. Läuft durch Haftung und nicht durch Klebung. Da einfach einen Streifen drauf. Vorher natürlich mal eben einmal die Scheibe vernünftig abgewischt, damit das auch vernünftig hält. Du kannst ranziehen, das tut nichts. Seht selber, ich ziehe dran, man sieht kleine Bläschen, aber das ist auch so ziemlich alles. Und wie ihr schon seht, sieht top aus, durchsichtig, man sieht nicht ein bisschen, das ist jetzt schon, nachdem ich alles eingeräumt habe, aber ihr seht das Ergebnis, also von daher, ne? Und dann ging das Prozedere los. Angeklebt, ausgerichtet ungefähr. Auch alles keine Raketenwissenschaft, hat auch gehalten. Dann Kabelkanal, dasselbe was ich beim Expedit genutzt habe. Ja, Kollege, falsche Seite. Ja, habe ich dann aber auch noch gemerkt, andere Seite genommen. Das war auch gar nicht viel, 20, 25 cm. Ein bisschen Freiraum gelassen fürs Kabel zur Lampe hin. Und ja, Daumen hoch, großes Kino. Kabel rein, Deckel drauf. Und dann ging auch ein Großteil des Gefriemels los. Also was wirklich der Workload der Arbeit im Endeffekt war wirklich das mit den Kabeln vernünftig hinkriegen, dass was vernünftig am Rahmen liegt, seht ihr schon selber. Also es ist vom Licht her ein bisschen doof, entschuldigt bitte, das wäre auch mit der Lampe nicht besser gewesen. Man musste wirklich sehen, dass man das Kabel von den Lampen quasi hinter die Rahmen im D12, ich sag mal, tüdelt. Und dann mit kleinen Kabelstrapsen festmacht. Ihr kennt die Dinger selber. Kabelstrapse kriegt man beim TD, beim Eurostore, was weiß ich sonst was. Durchsichtig, dünn, klein. Kurz 4 Stellen an den Vertikalen festgemacht. Bisschen vorausgerichtet, wie das sitzt einigermaßen. Und dann mich nach vorne gehangelt, bis ich bei der Platte lande.
War viel nachgezielt, nochmal hier ein bisschen gucken, da nochmal gucken, klappt das einigermaßen. Ja, das war die Stelle, an der ich mich für 4 Stück entschieden habe, weil das einfach besser hält. Und ja, seht ihr selber. Wieder ziehen, wieder ausrichten. Dann die horizontale Strebe verkabelt. Ja, und dann bin ich langsam nochmal die andere Seite nachgeguckt, dass das auch möglichst gleich ist. Geguckt, links, rechts, jo, Abstand sieht gut aus. Und dann kann man auch im Endeffekt zum Anpassen relativ früh. Relativ früh. Ja, habe ich mich entschieden, das Ganze schon festzumachen, weil besser auszurichten geht das sowieso nicht. Die Lampen mussten ziemlich weit vorne sein. Ich habe die mitgebrachten Kabel genutzt von dem Set. Das war 1 Meter, das hat super gepasst, weil die Tiefe ist ungefähr 35 von dem Regal. Das mal 2 sind wir bei 70. Und dann noch 40 die Höhe ungefähr. Mit den paar Zentimetern, die man vorne von der Tür von hinten abzieht, hat das wirklich super gepasst. Wahrscheinlich sind die Kabel auch nicht ganz 1 Meter, aber es hat tipptopp funktioniert. Ich war wirklich begeistert. So, Patschhähnchen ans Glas, da kommen wir später noch zu. Natürlich poliert wie ein Bekloppter, angeschlossen, nochmal wieder ausgerichtet und gezogen. Also ja, ihr seht schon, das ist wirklich eine ganze Menge. Ich war tatsächlich den Sonntag dann 5 Stunden dabei, ja, und hier seht ihr mal, wie das mal aussieht. Schön mit Kabel, Bindern und so weiter. Das habe ich hinterher noch nachgezogen, das ist jetzt noch ziemlich grob. Das seht ihr gleich noch einer besseren Aussicht oder Ansicht. Wir haben meinen Drehmoment geschnappt. Ich wollte das Kabel, das Hauptstromkabel, wollte ich ja durch den Fuß lotsen, durch ein Loch im Boden vom D12 und dann durch den Fuß. In dem Drehmoment-Set, was ich mir geholt habe, ziemlich günstig von Amazon, war so ein kleiner runder ich nenne es mal Schleifkopf drin, habe ich eine kleine Halbrunde in den Fuß gemacht und das Kabel da durchgeführt, 100%ig. Ich war im Moment am Überlegen, ob ich vielleicht noch die anderen Streben im Fuß ändere, aber das habe ich nicht gemacht, das hat voll gereicht. Und der kleine Punkt, den ihr gesehen habt, wo der rote Pfeil raufging, oder der blaue Pfeil, ich habe einen blauen Pfeil gehabt, da ging dann die Bohrung durch. Ging auch recht einfach. Holzbohrer mit dieser Spitze, kommt ihr super durch. Nimmt am besten einen 10er. Ich habe einen 8er zuerst genommen, das hat nicht funktioniert. Obwohl der Durchmesser derselbe ist, aber man braucht ein bisschen Platz. Ne? Mit dem 10er nochmal nachgebohrt. Und dann ging das durch. Spitze. Daumen hoch. Dann angefangen zu verkabeln. 1, 2, 3. Das Ganze vorgefriemelt. Dann den Fuß rein verlegt. Oder das Kabel durch den Fuß verlegt. Vielmehr natürlich. Also letzten Endes, ich muss echt sagen, das hat wirklich Spaß gemacht. War ein cooles Projekt. Ein super Projekt von Sonntag vor allem. Vitrine hinlegen, hoch, kein Ding. Alleine aufbauen ist immer so ein Ding, aber hinlegen und wieder hoch ist gut. Dann die ersten, dann nochmal wieder getestet. Wie das vom Abstand hinhaut. Lief, also hat super geklappt. Ich habe das Ganze hinterm D12 und hinter dem Kallax, der rechts daneben steht, in eine Mehrversteckdose gespeist. Und die Mehrversteckdose geht noch in eine andere Mehrversteckdose, da kommen wir gleich zum Schluss zu, ist auch nicht mehr lange hin. Wie ihr schon seht, wieder Kabelstrapse, ausrichten, ranziehen, immer ein bisschen rantasten, passt das, jo, ist gut. Und geguckt, wie man das am besten ausrichten kann. Ja, blöde Ansicht, aber hier noch ein bisschen stramm gezogen. War echt eine Menge Spielraum. Fand ich schwer cool. Ich dachte erst, wann mir das mal alles so hinhaut. Weil ich habe Leute gesehen, die haben von Ikea Ledwerk genutzt und auch die Dioda. Aber Dioda sind hier in Deutschland ja nicht mehr erhältlich. Nur teuer über eBay und so weiter. Und Ledwerk ist halt ein System, da hat man 3 Leuchten, die kann man zusammenstecken zu einer Leiste, das war's. Die kann man aber nicht erweitern. Und das System, was ich jetzt halt geholt habe von Amazon, ist ein komplettes System, was man im Endeffekt unendlich erweitern kann. In dem Set kommt auch ein Schalter mit zu, Verbindungsstecker, um Leisten zu machen. Also ich bin von dem Set absolut begeistert und ich glaube für 45 € kann man da wirklich nicht meckern. Erster Lichttest, alles mal eingesetzt, locker mit Kabel, große Freude. Ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut, wie das geklappt hat. Ich war mitten am Verkabeln und denke so, du hättest vielleicht mal nachgucken sollen. Machst du jetzt mal. Läuft. Ja,
Poliert natürlich. Muss sein. Wie ihr eben schon gesehen habt, ich habe mir dann irgendwann Handschuhe angezogen. Man will ja irgendwann auch mal fingerabdruckfrei dabei sein, ne? Und so ging das Geknipse los. Es waren, weiß ich nicht, kann bestimmt locker 50 gewesen sein. 50 Endstücke. Ja, ausgerichtet. Angeschlossen. Nochmal ein bisschen nachgezogen. So ein paar Stellen sind immer noch, aber fürs erste Mal, muss ich sagen, lief das echt perfekt. Also ich bin absolut begeistert. Es sieht toll aus. Endlich mal alles beleuchtet. Und wenn man da so vorsteht, also man sieht keine Kabel, ne? Seht ihr selber. Also das gibt so einem D12 nochmal eine vollkommen andere Qualität. Da sehe ich auch nochmal kaum Kabel sichtbar, also es ist tipptopp. Und das ist eben das Ding, abschaltbare Steckdose, klack. Und das geht alles zusammen an. Schön beleuchtet, Terminator 1:6. Und das ist das fertige Stück, voll eingeräumt, Terminator oben, Marvel ein bisschen, Storm Collectibles und Fulgor und ein bisschen Mischkram. Ich bin begeistert, hat mega Spaß gemacht. Ich werde es definitiv wiederholen. Wie gesagt, vielleicht jetzt schon das Wochenende mit dem zweiten D12, was ich vorhabe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen Info davon tragen können für euch, so dass ihr selber sowas machen könnt. Wie gesagt, es ist echt nicht einfach. Wenn ihr keine zwei linken Hände habt, dann geht das easy. Ich glaube, ich kann auch sonst nicht dazu sagen. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Subscribe da, wenn es euch gefallen hat. Auch ein Comment, gerne, natürlich. Schreibt mich an auf Facebook, Instagram, @figurephotographycrate und auch eine Mail natürlich, figure.photography.crate@web.de. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Restwoche und dann auch ein schönes Wochenende. Nächstes Video kommt schon in ein paar Tagen. Wird ein kleines Special, ich freue mich mega drauf. Dazu mehr in dem Video. Von daher, ja, schönen Resttag, haut rein, bis dann und tschüss.